Viele von euch wollten das Experiment mit einem E-Zigarette sehen und wir haben das gemacht. Wir nahmen diesen Dampfer, aber wir müssten unsere Konstruktion dafür leicht modifizieren. Wie letztes Mal im Kolben haben wir die Watte, die wir vor dem Experiment gewogen haben. Bei dem Experiment müssen wir so viel Flüssigkeit verdampfen. Es ist ein bisschen gelblich und hat 0% Nikotin und wir alle denken, es ist fast harmlos. Wir füllen den Gefäß auf und bauen alles zusammen. Das Funktionsprinzip bleibt unverändert. Der Kompressor saugt die Luft an, die durch die Watte läuft und rauskommt. Wir starten Kompressor und das Experiment beginnt. Der Dampf füllt sofort den Kolben, setzt sich darin ab und kondensiert an den Wänden. Die erste Betankung ist schnell weg und wir schauen, ob unsere Lunge noch am Leben ist. An der Wand sind eine kleine Ansammlung von Flüssigkeit und viele kleine Tröpfchen. Jetzt ist es noch schwierig, den Zustand der Watte zu beurteilen. Wir tanken auf und fahren weiter. Während des Experiments bemerken wir ein wichtiges Merkmal dieses Dampfes. Es bleibt auf die Oberfläche liegen und hinterlässt ein feuchtes Schleim, das von alleine nicht verdunstet. Es hat keinen schlechten Geruch, das ist schon mal positiv. Mit allem die Verdampfung einer vollen Flasche mit Flüssigkeit haben wir fast den ganzen Tag gebraucht und jetzt können wir den Zustand unserer improvisierten Lunge sehen. Die Watte hat leicht die Farbe verändert, wahrscheinlich wegen der Farbstoffe. Aber das ist bei weitem nicht wie die Zigaretten. Wir nehmen die Watte und wiegen sie ab. Sie hat 30 Gramm zugenommen. Das heißt, dass die Hälfte der Flüssigkeit aus der Flasche in den Lungen geblieben ist. Leider bin ich kein Wissenschaftler und weiß nicht, wie gefährlich es sein kann. Aber basierend auf dem, was ich sah, meine Meinung ist, wenn man zwischen normalen Zigaretten und elektronischen wählen muss, ist der zweite definitiv nicht so schädlich als normale Zigaretten. Unter dem letzten Video haben viele geschrieben, dass die Lungen sich von allem befreien, was in sie hineinkommt. Ja, aber sie haben keine Zeit dafür, wenn man jede Stunde raucht. Auch selbst wenn wir vorstellen, dass die Lungen sofort sauber werden, dann trotzdem bleibt es noch im Körper und wird von Organen absorbiert, bis das vollständig aus dem Körper rauskommt. Leider die Lungen haben keine Tür, durch die sie den Müll rauswerfen könnten. Die Natur hat Millionen von Jahren die Lungen angepasst, um die Luft zu atmen und sonst nichts. Du bist sehr stark, wenn du die Willenskraft gefunden hast, mit Rauchen aufzuhören.